Die Island Boys haben es mal wieder geschafft. Sie liefern ein Paradebeispiel dafür, wie tief man sinken kann, wenn man versucht, Relevanz mit absolut jeder noch so peinlichen Aktion zu erzwingen. Was als viraler Hit begann, ist heute nur noch ein trauriger Versuch, durch Skandale, Trash-Fights und fragwürdigen Content Aufmerksamkeit zu bekommen. Angefangen bei einem Boxkampf gegen Charleston White, einem fast 50-jährigen Mann mit nur einem funktionierenden Auge, in dem Kodiak Red sich nicht nur körperlich, sondern auch verbal komplett blamiert hat. Trotz des Altersunterschieds und klarer körperlicher Vorteile wurde Red in 2 Runden auseinandergenommen. Kein Plan, keine Technik, null Ausdauer. Und als ob das nicht reicht, wollte er mitten im Kampf ein Timeout. Timeout, im Boxen. Es folgte die TKO-Niederlage gegen einen Mann, den er eigentlich locker besiegen müsste. Peinlicher geht's kaum. Doch die Peinlichkeit endet nicht im Ring. Statt sich in Würde zurückzuziehen, macht Red danach ein Interview und schiebt seine Niederlage auf Whippets, Vapes und seine Lunge. Als ob das irgendwas daran ändert, dass er sich hat vermöbeln lassen. Und kaum war der Kampf vorbei, behauptete er auch noch, alles sei geskriptet gewesen, während er gleichzeitig aus der Veranstaltung verbannt wurde. Einfach nur jämmerlich. Aber das ist nur die halbe Geschichte. Während Red im Ring versagt, sorgt sein Bruder Alex auf TikTok für den vielleicht noch größeren Skandal. Anstatt sich einfach aus dem Rampenlicht zurückzuziehen, benutzt er jetzt sein eigenes Baby für Klicks. Er reagiert auf Kommentare, die sein Kind mit Ed vergleichen. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern gefühlt in jedem zweiten Post. Er rastet dramatisch aus, hält das Baby neben eine ET-Figur und tut so, als ob er die große Vaterrolle spielt. In Wahrheit ist es nichts weiter als kalkulierter Aufmerksamkeitsfarming auf Kosten eines unschuldigen Kindes. Das Baby wird öffentlich ausgestellt, zur Zielscheibe gemacht, nur damit der Vater noch ein paar Views mehr abgreifen kann. Statt Schutz und Privatsphäre bekommt der junge Internet-Exposure und Meme-Futter. Und während Alex angeblich vor Wut tobt, profitiert er in Wahrheit genau von diesen Kommentaren. Denn ohne sie gäbe es keinen Content, keinen Hype, kein Geld. Die Island Boys zeigen hier eindrucksvoll, dass es ihnen längst nicht mehr um Musik oder Kunst geht, falls es das jemals tat. Es geht nur noch um Skandale, Aufmerksamkeit und das krampfhafte Festhalten an der letzten Restwelle ihrer Internetkarriere. Sei es durch peinliche Kämpfe, inszenierte Ausraster oder die gnadenlose Ausschlachtung der eigenen Familie. Sie sind bereit, jede Grenze zu überschreiten, solange sie im Gespräch bleiben. Und das Schlimme daran? Es funktioniert kurzfristig. Die Kommentare, die Klicks, die Reaktionen, sie alle füttern dieses System. Aber auf lange Sicht ist es ein Image, das nicht mehr zu retten ist. Was bleibt, ist nicht Ruhm, sondern eine digitale Fallstudie über Selbstzerstörung im Internetzeitalter. Don't look for 1 second. Stop talking about my son. Do you understand what I'm saying? Don't talk about my son ever again. Stop disrespecting my son. My son does not deserve any disrespect at all. My son looks nothing like E.T. Look how beautiful he is. Look how beautiful he is. Look how beautiful he is. It is not fair talking about a pure, innocent soul in this world that's only 5 months old and everyone keeps calling him E.T. He looks nothing like E.T. He looks like his mom and his dad. He is perfectly healthy. He has no conditions. There's nothing wrong with E.T., E.T., E.T. Listen, if I get one more comment about him looking like E.T., I don't think you understand. I am gonna completely get off of this app. Completely get off this app. Stop saying that about him. He's a precious bundle of joy. He is beautiful.